Willkommen bei Verlaufgeschichte, an einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Großbritannien setzte sich an den Verhandlungstisch und akzeptierte offiziell das Ende seines Imperiums. Die Stille in einem Saal voller Anzugträger wirkte wie ein Zeichen der Resignation. Das britische Pfund, das jahrhundertelang als globale Reservewährung geherrscht hatte, verlor seine Vormachtstellung und wurde vom Dollar abgelöst. Dieser Moment gilt in den Aufzeichnungen als der Zeitpunkt, an dem das größte moderne Imperium endgültig in den Niedergang trat. Heute befindet sich Deutschland im Jahr 2025 an einem ähnlich besorgniserregenden Scheideweg. Viele haben dies vielleicht noch nicht bemerkt. Bis 2026 könnte jedoch eine Entscheidung über diesen Weg gefallen sein. Die eigentliche Frage lautet nun nicht mehr, wann, sondern, wie viel wird uns das kosten? Die Geschichte des britischen Appiers spiegelt gleichzeitig die Geschichte seiner Währung, des Pfunds, wider. Das Pfund war nicht nur eine Währung, sondern auch ein greifbares Machtzeichen. Vom 17. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war London das Zentrum der Weltfinanzen. Wer internationalen Handel betrieb, führte Transaktionen in Pfund durch, Schuldner nahmen Kredite in Pfund auf und diejenigen, die ihre Reserven sichern wollten, hielten ihre Vermögenswerte in Pfund. Das britische Empire erstreckte sich über ein Viertel der Erdoberfläche, und die wichtigste verbindende Kraft dieses riesigen Netzes war das Geld. Doch jedes Imperium hat seinen Preis. Flotten mussten unterhalten werden, Kolonien verwaltet, Kriege finanziert. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Großbritannien seine Belastungsgrenzen erreicht. Der Erste Weltkrieg war ein Wendepunkt. 4 Jahre Grabenkämpfe forderten nicht nur Millionen Menschenleben, sondern schwächten auch die finanziellen Grundlagen des Imperiums erheblich. Großbritannien war größtenteils auf Kredite aus den Vereinigten Staaten angewiesen. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte war London kein Gläubiger mehr, sondern ein Schuldner. Diese Schulden beeinflussten die Machtverhältnisse nachhaltig. 1918 strebte Großbritannien an, zur Vorkriegsordnung zurückzukehren. Der Goldstandard wurde wieder eingeführt, und man erwartete, dass das Pfund seine frühere Stärke zurückerlangen würde. Die Bedingungen hatten sich jedoch geändert. Die Wirtschaft war geschwächt, das Land unter einer Schuldenlast gefangen, und die Kosten des Imperiums stiegen weiter. Soldaten waren in Indien, dem Nahen Osten und Afrika stationiert. Dort wurden Verwaltungssysteme aufgebaut, Infrastrukturprojekte durchgeführt und Militärstützpunkte unterhalten. Während diese Verpflichtungen anhielten, blieben die Einnahmequellen weitgehend stabil. Der Zweite Weltkrieg bereitete den Boden für eine entscheidende Trennung. Großbritannien kämpfte von 1939 bis 1944 nahezu allein gegen Nazi-Deutschland. Die Kosten dieses Krieges waren enorm. Die Schulden stiegen erneut und erreichten diesmal noch bedrohlichere Ausmaße. Die Vereinigten Staaten leisteten über das Lend-Lease-Programm Waffen- und Materialhilfe, doch diese Unterstützung war keineswegs kostenlos. Nach Kriegsende war Großbritannien wirtschaftlich erschöpft. Daraufhin begann der Bretton-Woods-Prozess. Im Juli 1944 trafen sich Vertreter von 44 Ländern im US-Bundesstaat New Hampshire. Das offizielle Ziel des Treffens war die Neugestaltung des globalen Finanzsystems. Inoffiziell handelte es sich jedoch um einen Machtwechsel. Die Vereinigten Staaten, als größte Wirtschaftsmacht der Welt hervorgetreten, verfolgten das Ziel, den Dollar als neue globale Reservewährung zu etablieren. Großbritannien versuchte, die Position des Pfunds zu sichern und damit seine Macht zu garantieren. Die Realität war jedoch klar. England fehlten die finanziellen Mittel, seine Reserven waren erschöpft, und es besaß keine Verhandlungsmacht. Während der Dollar zur globalen Reservewährung wurde, verlor das Pfund an Bedeutung und wurde zu einer regionalen Währung. Diese Entwicklung bestimmte endgültig das Schicksal des britischen Appiers. Warum war dies ein Wendepunkt? Weil die Kontrolle über eine globale Währung gleichzeitig die Kontrolle über die globale Ordnung bedeutet. Das Land, das die Reservewährung ausgibt, kann Kredite aufnehmen, ohne die unmittelbaren Auswirkungen zu spüren. Eine Wirtschaft, die ihren Status als Reservewährung verliert, verliert auch diese Privilegien. Nach 1944 konnte Großbritannien sein Imperium nicht aufrechterhalten. Die Kosten stiegen, die Einnahmen sanken, und das Pfund war nicht stark genug, um die entstandene Lücke zu schließen. Innerhalb von 20 Jahren zerfiel das britische Empire. Indien erlangte die Unabhängigkeit, gefolgt von Afrika und dem Nahen Osten. Ein einst weltweites Imperium wurde zu einer Insel am Rande Europas reduziert. Der Verlust wirtschaftlicher Macht war nicht das einzige Problem, aber es war die grundlegende Voraussetzung für das Fortbestehen der gesamten Ordnung. Warum? Weil Großbritannien, als es die Kontrolle über das Pfund als globale Reservewährung verlor,
gleichzeitig seine globale Rolle einbüßte. Deutschland hingegen kontrolliert den Euro nicht allein. Diese Aufgabe übernimmt die Europäische Zentralbank. Deutschland trägt jedoch einen erheblichen Teil der Risiken. Dies weist auf eine gefährliche Asymmetrie hin. Wenn das System unter Druck gerät, werden die Kosten unverhältnismäßig auf Deutschland abgewälzt. Die eigentliche Frage lautet, wie lange ist dies politisch und wirtschaftlich noch tragfähig? Richten wir nun den Blick auf Deutschland. Auf den ersten Blick sieht die Situation anders aus. Deutschland besitzt kein Imperium, keine Kolonien und keine globale Reservewährung. Doch Deutschland hat eine andere Macht. Es übernimmt die wirtschaftliche Führungsrolle in der Europäischen Union. Es ist der größte Finanzier des europäischen Systems und gleichzeitig Teil einer zunehmend schwer tragbaren Struktur. Die Ähnlichkeit zu Großbritannien liegt nicht in der Form, sondern in der Dynamik. Großbritannien trug die finanziellen Lasten eines Imperiums, das es nicht mehr aufrechterhalten konnte, und weigerte sich lange, der Realität ins Auge zu sehen, bis es zu spät war. Deutschland hingegen übernimmt die Kosten einer europäischen Integration, die auf überholten Annahmen basiert. Und nun naht die Stunde der Abrechnung. Die Europäische Union wurde auf einem Versprechen aufgebaut. Es wurde erwartet, dass wirtschaftliche Integration den Wohlstand aller Mitgliedstaaten steigern würde. Gemeinsame Märkte würden Effizienz bringen, und eine gemeinsame Währung sollte wirtschaftliche Stabilität sichern. Für Deutschland schien dieses Modell perfekt zu sein. Die starke exportorientierte Wirtschaft konnte in einem breiten und stabilen Markt agieren. Die niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralbank und der im Vergleich zur D-Mark schwächere Euro machten deutsche Produkte weltweit wettbewerbsfähiger. Dieses System funktionierte über viele Jahre erfolgreich. Doch das Modell hatte ein strukturelles Problem. Es führte zu Ungleichgewichten. Während Deutschland ein Land mit Exportüberschüssen war, hatten Südländer wie Griechenland, Spanien und Portugal eine Wirtschaftsstruktur, in der die Importe die Exporte überstiegen. Mit der Zeit gerieten diese Länder unter eine Schuldenlast, während Deutschland weiterhin Handelsüberschüsse erzielte. Außerdem verhinderte die gemeinsame Währung, dass schwache Volkswirtschaften ihre Währung abwerten und so ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen konnten. Die Ungleichgewichte vertieften sich weiter. Als die Finanzkrise 2008 ausbrach, stand das System kurz vor dem Zusammenbruch. Griechenland konnte seine Schulden nicht mehr bedienen, und auch Irland, Portugal und Spanien gerieten in ernsthafte Schwierigkeiten. Die Europäische Zentralbank und europäische Regierungen griffen mit Rettungspaketen ein. Doch auf wessen Schultern lasteten die Kosten? In hohem Maße auf Deutschland. Hunderte Milliarden Euro flossen in Rettungsfonds, Garantien und verschiedene Risiken wurden übernommen. Offiziell wurden diese Schritte als Solidarität präsentiert. Hinter den Kulissen waren diese Ausgaben jedoch der Preis, um das System am Leben zu erhalten. Denn wenn der Euro zusammenbricht, verliert Deutschland seinen größten wirtschaftlichen Vorteil. Hier beginnt die Parallele zu Großbritannien. Wie das britische Empire nach dem Ersten Weltkrieg versucht auch Deutschland, ein System aufrechtzuerhalten, das seine wirtschaftliche Basis langsam untergräbt. Die Kosten steigen, die demografische Entwicklung wirkt gegen Deutschland. Eine alternde Bevölkerung bedeutet eine kleinere Arbeitskraft, steigende Sozialausgaben und sinkende Steuereinnahmen. Gleichzeitig steigen auch die Schulden innerhalb der EU stetig. Die Gesamtforderungen der Deutschen Bundesbank gegenüber anderen Zentralbanken der EU übersteigen 1 Billion Euro. Diese werden traditionell nicht als reale Schulden betrachtet, stellen jedoch ein Risiko dar. Kommt das EU-System ins Wanken, könnten diese Forderungen wertlos werden. Hinzu kommen energiepolitische Herausforderungen. Der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie, die Eliminierung der Abhängigkeit von russischem Erdgas bis 2022 und steigende Energiekosten für die deutsche Industrie. All diese Faktoren schwächen die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Während Deutschland versucht, diese Herausforderungen zu meistern, nehmen die Forderungen aus Brüssel zu. Gemeinsame Schulden, Transfers an ärmere Mitgliedstaaten, Garantien für den Europäischen Wiederaufbaufonds. Jeder einzelne Schritt erscheint zunächst vertretbar. Zusammengenommen zeigt sich jedoch ein Muster. Deutschland häuft zunehmend Schulden an, während seine wirtschaftliche Basis schrumpft. Dies spiegelt die Lage in Großbritannien wider. Großbritannien trug vor dem Zusammenbruch seines Imperiums enorme Ausgaben. Deutschland trägt die Kosten der europäischen Integration. Die Frage ist nicht, wann, sondern wann das System seine Grenzen erreicht. Der Unterschied liegt darin, dass Großbritannien über seine eigene Währung verfügte und diese abwerten konnte. Deutschland hingegen kann nur den Euro verwenden. Dies erschwert die Situation zusätzlich. Wird die Last zu schwer, kann Deutschland das Problem nicht allein durch Abwertung lösen. Entweder übernimmt es weiterhin die Kosten oder es zieht sich aus dem System zurück. Beide Optionen haben schwerwiegende Folgen.
Bis 2026 könnten viele Faktoren zusammenkommen, die diesen Prozess beschleunigen. Die Europäische Zentralbank wird gezwungen sein, die Zinssätze niedrig zu halten, um hochverschuldeten Ländern zu helfen. Dies wird langfristig zu einem Wertverlust des Euro führen. Bevölkerungsentwicklungen werden deutlicher sichtbar werden. Deutschlands Arbeitskräftemangel wird stärker in den Vordergrund treten. Die politischen Spannungen innerhalb der EU werden zunehmen, je mehr wirtschaftliche Schwierigkeiten auftreten. Außerdem verändert sich die globale Wirtschaftsstruktur. China, die USA und andere Mächte versuchen, eigene Systeme aufzubauen. Der Westen steht vor einem relativen Machtverlust. In diesem Szenario wird Deutschland gezwungen sein, Entscheidungen zu treffen. Wird es mehr Geld investieren, um das System zu retten? Oder wird es Beschränkungen auferlegen und den Zusammenbruch des Systems zulassen? Beide Optionen sind problematisch. Historische Beispiele dafür existieren. Welche Lehren können wir ziehen? Zunächst sehen wir, dass einst nützliche Strukturen Probleme verursachen können, wenn sich die Bedingungen ändern. Das britische Empire war im 19. Jahrhundert eine Quelle von Reichtum und Macht. Im 20. Jahrhundert wurde dieses Imperium jedoch zu einer untragbaren Last. Die europäische Integration war in den 1990er und 2000er Jahren vorteilhaft für Deutschland. Doch jetzt sieht die Situation anders aus. Zweitens verschwinden finanzielle Verpflichtungen nicht einfach, indem man sie ignoriert. Großbritannien dachte nach dem Ersten Weltkrieg, alles würde wieder normal werden, als sei nichts geschehen. Doch das funktionierte nicht. Deutschland bewegt sich nun vorwärts in der Hoffnung, dass die tief verwurzelten Probleme innerhalb des europäischen Projekts tatsächlich gelöst werden können. Die Geschichte zeigt, dass dies nicht gelingen wird. Drittens sind finanzielle Macht und politische Macht eng miteinander verbunden. Großbritannien verlor seine internationale Einflusskraft, als es die Kontrolle über das Pfund als weltweite Reservewährung einbüßte. Deutschland hingegen verwaltet den Euro nicht allein. Diese Aufgabe übernimmt die Europäische Zentralbank. Dennoch trägt Deutschland die Mehrheit der Risiken. Dies ist ein gefährliches Ungleichgewicht. Sollte das System in Schwierigkeiten geraten, werden die Kosten ungerecht auf Deutschland fallen. Die Frage, die sich stellt, lautet: Wie lange kann dies politisch und wirtschaftlich noch tragfähig bleiben? Einfache Antworten gibt es nicht. Die Geschichte zeigt eher Muster als Lösungen. Das britische Empire hätte seine Verantwortung früher verringern können. Es hätte seine Ressourcen bündeln können. Es hätte die Realität anerkennen können. Doch es tat es nicht, bis es zu spät war. Deutschland steht vor ähnlichen Entscheidungen. Die Frage lautet: Werden politische Führer die Lehren der Geschichte verstehen oder wird die Realität sie zum Handeln zwingen? Beide Möglichkeiten sind unangenehm. Szenario 1: Deutschland fährt fort. Eine Transferunion wird eingerichtet. Gemeinsame europäische Schulden werden zur Gewohnheit. Deutsche Steuerzahler sichern die Renten, Infrastrukturprojekte und Banksysteme Südeuropas. Politisch mag dies attraktiv erscheinen, wirtschaftlich jedoch ist es ein einseitiger Weg. Die Geschichte zeigt, dass solche Systeme nicht nachhaltig sind. Im 19. Jahrhundert versuchte die österreichisch-ungarische Monarchie, ein multinationales System mit finanzieller Unterstützung aufrechtzuerhalten, scheiterte jedoch. Mit zunehmenden Spannungen begann alles zu kollabieren. Szenario 2: Deutschland setzt Beschränkungen. Es akzeptiert keine weiteren Garantien. Gemeinsame Verschuldung wird blockiert. Reformen von anderen Mitgliedstaaten werden gefordert. Wirtschaftlich erscheint dies sinnvoll, politisch jedoch problematisch. Südeuropäische Länder könnten Deutschland als hinderliche Macht ansehen. Politische Spannungen könnten zunehmen. Im schlimmsten Fall könnte dies zum Zusammenbruch der Eurozone führen. Historische Beispiele existieren. Großbritannien stieß auf massiven Widerstand, als es versuchte, seine Ausgaben zu reduzieren und Veränderungen im Empire durchzusetzen. Kolonien verlangten Unabhängigkeit. Partner traten zurück. Das System brach erneut zusammen, diesmal jedoch komplexer und schmerzhafter. Deutschland hat nicht viele gute Optionen. Es gibt nur Alternativen, die auf unterschiedliche Weise schmerzhaft sind. Und die Zeit vergeht schnell. Für den Einzelnen bedeutet dies: Man sollte nicht darauf vertrauen, dass das System immer stabil bleibt. Großbritannien war Anfang des 20. Jahrhunderts mächtig. 20 Jahre später begann sein Imperium zu zerfallen. 2000 erschien Deutschland als sicherer Hafen Europas. Doch 2025 verändert sich die Welt dramatisch. Systeme ändern sich schneller, als die meisten Menschen denken. Und wenn sie sich ändern, werden die Überlebenden die sein, die vorbereitet sind, nicht die Optimisten. Die Geschichte wiederholt sich nicht. Sie enthält jedoch gewisse Parallelen. Das britische Empire scheiterte, weil es versuchte, ein nicht mehr tragbares System aufrechtzuerhalten. Deutschland steht vor der Gefahr, denselben Fehler zu machen, nur auf andere Weise. Die Dynamik ist ähnlich. Die Ausgaben steigen, die Ressourcen beginnen zu schrumpfen.
Und die Entscheidung, loszulassen, wird hinausgezögert, bis sie uns letztlich aufgezwungen wird. Bis 2026 könnte diese Situation einen Punkt erreichen, an dem Entscheidungen unvermeidlich werden. Und die Geschichte zeigt, dass Zwangsentscheidungen selten die besten Entscheidungen sind. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.